Hallo und herzlich willkommen bei E-Tech mit Janiello. In diesem Video geht es um elektrische Schaltungen, genauer um ein Wechselstromnetz und noch genauer um verschiedene Widerstände in diesem Wechselstromnetz. Die Aufgabe sieht jetzt so aus: Wir haben also einen Wirkwiderstand R, auch Ohmschen Widerstand genannt. Der ist in Reihe geschaltet mit einer Spule. Die Spule hat die Induktivität L. Und beide zusammen sind parallel zum Kondensator mit der Kapazität C. Zunächst geht es darum, die Widerstände zu berechnen. Wir hätten also einmal die Formel für den Widerstand des Kondensators. Xc ist 1 durch Omega C oder Xc ist 1 durch 2πf mal C. Werte eingesetzt liefert Xc ist gleich 199 Ohm. Dann die Spule. Der Spulenwiderstand ist XL ist gleich Omega mal L oder 2πf mal L. Die Werte haben wir gegeben und die liefern uns dann einen Betrag von 50,3 Ohm für den Spulenwiderstand. Um jetzt den Scheinwiderstand, also den Gesamtwiderstand zu berechnen, müssen wir zunächst die Reihenschaltung beachten aus Ohmschen Widerstand und Spule und diesen Widerstandswert dann parallel zum Kondensatorwiderstand ausrechnen. Wenn wir schon mal den Wirkwiderstand von 35 Ohm mit der Spule kombinieren, haben wir schon eine komplexe Zahl vorliegen, denn der Wirkwiderstand ist ja nur auf der reellen Achse zu finden und die Spule ist auf der positiven y-Achse zu finden. Damit ergibt sich formal schon mal der Wert 35 plus J mal 50,265 Ohm für diese Reihenschaltung aus Wirkwiderstand und Spule. Das können wir auch so stehen lassen. Es ist ja eine einzige komplexe Zahl, bestehend eben aus Real- und Imaginärteil. Parallel dazu liegt der Kondensator und der bekommt wie gewohnt ein Minus J vor die 199 Ohm gesetzt. Ab jetzt können wir ganz einfach rechnen, wie wir das auch bei der Gleichstromberechnung machen würden. Der Widerstand des einen Zweiges mal den Widerstand des anderen Zweiges geteilt durch Widerstand 1 plus Widerstand 2. Also in unserem Fall minus J 199 Ohm für den Kondensator mal die 35 plus J mal 50 Ohm für die Spule und den Wirkwiderstand. Und das Ganze geteilt durch die Summe aus beidem. Bei der Summe kann ich jetzt den reellen Anteil wieder alleine hinschreiben und den imaginären Teil zusammenfassen. Denn beide haben ja ein J davor, das klammere ich aus. Die Spule hat plus 50, noch was und der Kondensator minus 199. Und so habe ich dann den Gesamtwiderstand da stehen. Für den Taschenrechner, der auch komplex rechnen kann, ist das kein Problem. Da werden die Werte einfach eingegeben und es erscheint ein Ergebnis. Falls der Taschenrechner aber keinen komplexen Modus hat, muss man hier ein wenig umformen. Da der Zähler aus zwei Faktoren besteht, die miteinander multipliziert werden müssen, bietet es sich an, hier alle Beteiligten in die Exponentialform zu bringen. Außerdem wird der Zähler ja dann durch den Nenner geteilt, was ebenfalls eine Punktrechnung ist. Auch hier bietet sich also wieder die Exponentialform als geeignete Schreibdarstellung an. Im Zähler würde das minus J mal 199 Ohm in Exponentialform ausgedrückt so aussehen: 199 Ohm mal E hoch minus J 90 Grad. Dann hätten wir den zweiten Faktor, die 35 plus J 50 Ohm. Das ist ein bisschen umständlicher, da muss man die Polfunktion verwenden. Also Shift Pol 35 Semikolon 50,265 Klammer zu ist gleich. So, jetzt wandeln wir noch den Nenner in die Exponentialform um und das machen wir wieder mit der Pol-Taste, also Shift Pol 35 für den Realteil, dann 50,265 minus 199 Klammer zu ist gleich.
Jetzt haben wir also die beiden Faktoren im Zähler in Exponentialform gebracht, können die auch miteinander multiplizieren. Das passiert, indem man die Vorfaktoren multipliziert miteinander und die Exponenten miteinander addiert. Dann haben wir eine neue Exponentialform, die jetzt alleine für den Zähler steht. Das müssen wir ja jetzt durch die Zahl im Nenner teilen. So, und jetzt werden einfach nur wieder die Faktoren vom Zähler und vom Nenner durcheinander geteilt und die Exponenten werden allerdings voneinander subtrahiert. Am Ende ergibt sich dann ein Scheinwiderstand von 79,77 Ohm mal E hoch J plus 42 Grad. So, ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Konstruktive Kommentare sind natürlich herzlich willkommen und ebenso ein Daumen nach oben. Dankeschön.